Heute reden wir über super viele, teils super außergewöhnliche und spannende Achterbahnen, die auf uns zukommen. Achterbahnen, die wieder zurückkommen oder Achterbahnen, zum Beispiel im Phantasialand, die aktuell nicht fahren. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Video Magazin mit einem neuen Video meinerseits und einem neuen News-Video. Und das auch wieder powered, sponsored und presented by Aufwind Rides, ein Hersteller für Fahrgeschäfte jeglicher Art fast schon aus Deutschland. Egal ob Motion-Based, Dark Ride, Themenfahrt oder Karussell, alles bekommt ihr von Aufwind Rides, made in Germany. Link zu Aufwind Rides natürlich wie immer in der Videobeschreibung und da kommen dieses Jahr auch noch spannende Dinge, neue Dinge und vieles davon haben wir euch hier auf dem Kanal auch schon gezeigt. Vielen Dank an Aufwind Rides, die das möglich machen, dass wir euch diese Videos hier präsentieren können. Anfangen möchte ich direkt mit Canada's Wonderland. In diesem Park waren wir jetzt erst vor kurzem und die Vlogs altern natürlich nicht so gut, denn es gibt weitere neue Bewegungen und Dinge, die dort passieren bei Alpenfury und die Vlogs sind überhaupt noch im Schnitt, ihr habt davon noch gar nichts gesehen, aber es ist wieder einiges passiert. Wir waren am letzten Montag noch einmal in Canada's Wonderland und am letzten Freitag gab es dann die ersten Testfahrten und als wir da waren, gab es gerade erst so frisch den Schienenschluss und man hat noch an den Stützen gewerkelt. Kurz um euch abzuholen, Alpenfury wird eine neue Achterbahn für 2025 von Premier Rides, das ist ein Hersteller aus den USA und es wird eine ziemlich große, spektakuläre Achterbahn, die durch den halben Park fährt. Vom Typ her ist das Ganze ein sogenannter Skyrocket und diese Bahn ist 1000 Meter lang, 115 km/h schnell und hat 7 Inversionen, also Über-Kopf-Elemente. Und wie gesagt, als Update, Alpenfury macht jetzt bereits die ersten Testfahrten. Als wir am 25. Mai oder so müsste das gewesen sein, das erste Mal in Canada's Wonderland waren, gab es noch nicht mal Schienenschluss. Am 9. Juni gab es dann den Schienenschluss und man hat noch am Track gearbeitet und am Freitag, den 13. sind die ersten Testfahrten gestartet. Phantasialand. Wer in der nächsten Zeit das Phantasialand besuchen möchte, muss damit rechnen, dass Black Mamba geschlossen ist. Das Phantasialand selber schreibt auf seiner Homepage, die Königin der Schlangen macht eine Pause. Black Mamba ist derzeit geschlossen, da aufgrund von witterungsbedingten Schäden im Bereich der Attraktion bauliche Maßnahmen stattfinden. Als kleines Update für euch, dass ihr Bescheid wisst, es gibt kein Zeitraum, wo das Ganze dann fertig sein soll, auf jeden Fall keinen kommunizierten. Wenn es wieder soweit ist, wird das Phantasialand euch natürlich informieren und wir hier auf dem Ride Video YouTube-Kanal natürlich auch. Hoffen wir nur, dass es nicht so lange dauert wie bei Montezuma's Revenge und damit sind wir bei Knott's Berry Farm, ein Freizeitpark in Kalifornien, den wir euch auch schon mal gezeigt haben und dort ist seit 2022 Montezuma's Revenge geschlossen. Das wegen großen Renovierungsarbeiten und es war mal angekündigt, 2023 die Bahn wieder zu eröffnen und jetzt wird es 2025. Dann aber unter dem Namen Montezuma's Revenge, The Forbidden Fortress und das Ganze ist ein sogenannter Shuttle Loop der Firma Schwarzkopf. Das war ein Hersteller von grandiosen Achterbahnen hier aus Deutschland und ja, Überarbeitung macht jetzt die Firma Kumbak und es soll wohl auch einen neuen Zug von Kumbak geben. Uiuiuiui. Da bin ich mal gespannt, denn die alten Schwarzkopfbahnen waren grandios, die Züge waren genial und Kumbak und neue Züge war auch immer so ein Ding. Man ruft Kumbak irgendwie gefühlt dann, wenn eh alles verloren ist, dann können die gar nicht so gut dastehen. Reden wir aber dann drüber, wenn es soweit ist, beziehungsweise wir das Ganze getestet haben, da wird es auf jeden Fall auch Updates zu geben hier auf dem Kanal. So wie wir auch regelmäßig Updates zum Hossoland in Polen euch gebracht haben und auch gerade weiterbringen mit diesem Video. Das Hossoland in Polen sollte eigentlich am 31. Mai diesen Jahres eröffnen und da habe ich schon vorher gesagt, das kann nicht funktionieren und es hat nicht funktioniert. Man hat das Ganze verschoben und den Eröffnungstermin noch nicht neu kommuniziert. Die Ansage ist eigentlich gewesen, Anfang Juni geben wir dann den endgültigen Eröffnungstermin bekannt. Wir haben jetzt den 17. Juni und es gibt immer noch keinen neuen Eröffnungstermin. Das Hossoland wird ein ganz neuer Themenfreizeitpark in Polen, hat 3 Achterbahnen schon, die jetzt eher weniger spektakulär sind, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wann es losgehen soll, weiß man auch noch nicht. Man kann aber schon Tickets kaufen und es gibt unterschiedliche Preise für die Nebensaison und für die Hauptsaison.
Und bis zum 27.06. läuft noch die Nebensaison. Und vom 28.06. bis zum 31.08. ist dann Hauptsaison, um wieder vom 1.09. bis 31.10. in die zweite Nebensaison des Jahres zu gehen. Und preislich ab 120 cm, das ist jetzt vielleicht so das Relevanteste und auch dann der höchste Preis, den man entrichten kann, sind wir bei 119 Zloty gerade im Angebot in der Nebensaison, was später dann 149 Zloty sein werden. Und aktuell sind wir im Angebot, ob Neben- oder Hauptsaison ist egal, bei 119 Zloty. Das sind dann 27,85 € ungefähr, ganz genau jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt. Die Nebensaison wird dann später 149 Zloty kosten, beziehungsweise in der Hauptsaison bezahlt man dann 169 Zloty ab 120 cm Körpergröße ohne irgendwelche Rabatte. Das sind dann 34,87 € beziehungsweise 39,55 €. Und Parken kommt mit 30 Zloty um die Ecke, was gestandene 7 € sind. Im Verhältnis, weiß ich nicht. Und ja, aber inzwischen bei vielen Parks in Europa reguläre Parkplatzpreise und immer noch weit unter dem, was man in den USA zum Parken bezahlt. Schauen wir mal, was, wann, wie genau da kommt. Und wir bleiben in Polen und gehen zu Mandoria und die haben schon was länger auf. Das ist eigentlich ein Indoor-Freizeitpark, ein sehr, sehr guter, sehr schöner Indoor-Freizeitpark, wo wir dringend noch mal hin müssen, die Anfang diesen Jahres zum Beispiel einen neuen Family Launch Coaster von Vekoma eröffnet haben. Es gibt einen Gerstlauer Coaster im Park, es gibt einen Mugrats Powered Coaster im Park und das Ganze ist wie gesagt Indoor. Und für 2026 gibt es auch eine neue Achterbahn und die expandiert erstmals nach draußen. Und es wird ein sogenannter Bobsled Coaster der Firma Gerstlauer Amusement Rides aus Deutschland. Und der Aufbau hat begonnen vom neuen Bobsled Coaster in einer ziemlich schicken Farbe im Außenbereich von Mandoria. Und die Eröffnung hierfür ist, wie gesagt, für 2026 geplant. Sehr, sehr cooler Park, müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Lohnt sich, ist wirklich super detailreich und sehr, sehr schön gestaltet. Und wenn ihr den Coaster gerade seht im Aufbau und euch erinnert das Layout vielleicht an eine andere Bahn, die ihr schon kennt, das ist das Layout von Tiki Waka aus dem Walibi Belgien. Wozu wir auch zuletzt erst einen Vlog gemacht haben, wo wir da waren und eine unfassbar gute Neuheit 2025 uns angeguckt haben, die neue Achterbahn des Parks. Auch ein sehr schöner Park mit einem großen Schandfleck seinerzeit, als wir im Park waren, ist der Paultons Park in England. Und der Paultons Park hat auch veröffentlicht, einen neuen Themenbereich zu eröffnen. Und genau an der Stelle, die hässlichste Stelle im ganzen Park war, das Ganze wird also jetzt auch aufgehübscht, geremodelt. Und wirklich Paultons Park, Geheimtipp, glaube ich, noch ein bisschen in England. Also für uns ein Geheimtipp. In England weiß man schon lange, dass das ein sehr guter Park ist. Und die bekommen für 2026 von der Firma Gerstlauer Amusement Rides einen sogenannten Eurofighter, so wie das auf dem Artwork aussieht. Eine intensivere, größere Achterbahn mit Überkopfelementen in so einem nordisch angehauchten Themenbereich. Und auf dem Artwork kann man auch schon sehen, dass es von Art Engineering einen weiteren Wild Swing geben wird und der dann Field Swing heißt. Also das ist schon richtig geschrieben, aber es ist halt in diesem Kontext des Themenbereichs so geschrieben. Das gab am Anfang auf jeden Fall einiges an Verwirrung, aber wenn ihr zum Beispiel auf Instagram Art Engineering folgt, habt ihr auch mitbekommen, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Wenn nicht, checkt das auf jeden Fall mal aus, solltet ihr auf jeden Fall folgen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, da gibt es auch immer spannende Updates. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, habe ich richtig Bock drauf, aber 2026 wird noch spannender, wenn man nach Hollywood fliegt, und zwar zu den Universal Studios Hollywood. Und da auch schon ewig angekündigt und schon lange im Bau ist die neue Achterbahn für 2026, und zwar Fast and Furious Hollywood Drift. Und jetzt gibt es endlich die ersten Bewegbilder, die man euch auch zeigen kann und wo ihr seht, was da für eine Art Achterbahn auf euch zukommt. Und laut RCDB ist es ein Intermin Coaster, der LSM gelauncht ist, 1250 Meter lang wird, 115 km/h Spitzengeschwindigkeit erreichen wird, was ziemlich krass ist. Und die Züge, die darauf fahren, bestehen aus 4 Wagen, und wirklich Wagen. Wenn ihr mich suchen solltet, ich sitze auf jeden Fall im R34.
Aber auch die anderen Autos, die da dargestellt werden, sehen echt cool aus. Und wenn man das Frontcar-Reveal sieht, das ist ein Fahrzeug für einen Achterbahnzug, wo 4 Leute drin sitzen. Das ist wirklich sehr, sehr stark, was Intamin da im Wagenbau gemacht hat und wie die Dinger aussehen. Wirklich, wirklich grandios und wichtig auch für das Coaster-Line-Up von den Hollywood Studios oder Universals Hollywood Studios. Denn bis jetzt hat man halt eine Bahn, die man gar nicht sieht, mit der Mummy und eine kleine Kinderachterbahn, und das ist schon ein Brecher und eine ziemlich spannende, interessante Achterbahn. Habe noch mehr Bock drauf auf jeden Fall. Wenn wir schon bei Hollywood sind, gehen wir natürlich auch noch nach Hollywood in Germany, in den Movie Park Germany. Und da sind die Dinos los, beziehungsweise bald. Und zwar World of Dinos kommt in den Movie Park Germany. Vom 18. Juni bis 24. August könnt ihr lebensechte, sich teils bewegende, riesige Dinosaurier im Movie Park Germany sehen. Und das bei einer separaten Ausstellung, und ihr habt nicht nur viele Informationen und könnt was lernen, sondern das Ganze wird teilweise auch sehr unterhaltsam euch rübergebracht, das sogenannte Edutainment, und ist im Tagesticket inkludiert. Das kann man also einfach so besuchen, wenn man den Movie Park Germany besucht, die Dinosaurier-Ausstellung World of Dinos. Und stattfinden tut das Ganze auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern in den Räumlichkeiten von The Lost Temple. Und damit ist natürlich auch schon das perfekte, stimmige und passende Setting geschaffen, wo Dinosaurier, glaube ich, noch besser aussehen, als wenn man sie jetzt irgendwo auf dem Parkplatz unter ein Zelt stellen würde. Das Ganze startet, wie gesagt, am 18. Juni als kleines Pre-Opening, und eine Altersempfehlung gibt es ab 3 Jahren. RAS, Rides und Connyland, beides Schweizer. Eine Schweizer Firma für Fahrgeschäfte und ein großer, der größte Freizeitpark der Schweiz, haben eine neue Achterbahn gemeinsam dieses Jahr eröffnet, und zwar Antares. Und diese Bahn ist laut RAS 34 Meter hoch und wurde, um Platz zu sparen, weil die Platzverhältnisse im Park jetzt nicht die besten sind, auf das Dach des Autoscooters gestellt. Und damit hat RAS Rides den quasi höchsten Roller Bowl gebaut und eröffnet der Welt. Roller Bowl haben wir euch auch schon öfter mal gezeigt, gerne auch hier nochmal ein Video verlinkt. Das ist eine kleine, also eine platzsparende hohe Achterbahn von RAS, und die gibt es in S und M, und man kennt dann vor allem den Prototypen in S als Wilde Hilde im Schwabenpark, habt ihr alle schon mal gesehen, damit eine Höhe von 21 Metern, und die M-Version hat eine Höhe von 28,5 Metern, steht zum Beispiel als Nidde Masopilami im Park Spirou oder auch als Roller Bowl im Wiener Prater. Und laut der Rollercoaster Database ist jetzt die Neuheit im Connyland Antares auch ein M-Modell. Und einfach nur, weil es auf dem Dach des Autoscooters steht und vom Boden bis zur Spitze dann 34 Meter hoch ist, der höchste Rollerball von allen aus Marketinggründen. Wer einfach so immer Superlativen schafft, ist die Walt Disney World in Orlando, Florida, beziehungsweise ist ja auch egal wo genau in Florida. Und dort gibt es den Park Epcot, und kleines Update zu Test Track haben wir ja in unseren Disney Park Updates ausführlich schon darüber gesprochen, was da passiert, wie das passiert. Und es gibt jetzt ein Reopening für Test Track bei General Motors, und zwar am 22. Juli gibt es nach der großen Revision die Wiedereröffnung von Test Track. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das Ganze geworden ist. Das ist ja auch ein Ride, der sehr viele Änderungen in all den Jahren mitgemacht hat, wo es diesen Ride gibt. Cedar Point, auch ein Park, über den wir mal kurz sprechen müssen, weil auch da die Vlogs schlecht altern. Der ist nämlich jetzt frisch geschnitten, den habt ihr auch noch nicht gesehen, den Vlogs zu Cedar Point. Aber Siren's Curse ist der neue Vekoma Tilt Coaster, der dieses Jahr in Cedar Point eröffnen soll. Auch da haben wir schon sehr viele Updates zu gemacht, und den Tilt Coaster haben wir euch bei Vekoma auf dem Hof selbst auch gezeigt und erklärt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, natürlich auch hier wieder mal ein Video. Ihr merkt, ne, das Abonnieren hier kostet nichts und bringt euch im Leben weiter. Und da gibt es jetzt, nachdem wir vor Ort waren, auch endlich das offizielle Eröffnungsdatum, und am 28. Juni 2025 wird Siren's Curse in Cedar Point eröffnen, und dann könnt ihr alle mit dieser Bahn fahren. Knapp verpasst, steckt man manchmal nicht drin. Normalerweise hätte sowas zu der Zeit jetzt da auch schon auf sein müssen, als wir da waren. Grund genug, noch mal hinzufahren. Und das war, glaube ich, jetzt wieder einiges an Input. Und wenn ihr euch jetzt ein bisschen entspannen wollt, Urlaubsflair braucht, entweder am See,
auf dem Balkon oder auf der Couch und gern dabei noch einen Cocktail hättet, aber den ohne Alkohol haben wollt und auch ohne viel Aufwand, seht ihr ja schon die ganze Zeit sich hier etwas drehen bzw. daneben stehen. Holy Energy kennt ihr alle, Link in der Videobeschreibung dazu auch. Da gibt es jetzt wieder zurück neu dann die Cocktails, die Energy Cocktails. Der Mojito Macao und der Daiquiri Dolphin, die kennt ihr schon aus unseren Videos wahrscheinlich, die sind wieder zurück und es gibt eine neue Sorte und zwar den Capybara Colada. Pina Colada, nur als Energy Drink, ohne Alkohol, ohne schlechtes Gewissen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, Link wie gesagt in der Videobeschreibung, mit Ride 5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung und mit Ride 10 bekommt ihr ganze 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung. Und Holy hat gerade eine richtig coole Aktion und zwar gibt es wirklich physische Golden Tickets, die einfach random irgendwelchen Bestellungen beigelegt werden. 5 Stück an der Zahl mit einem jeweils 2500 Euro Reisegutschein drin. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein kleiner Anreiz. Vielleicht habt ihr ein bisschen Glück und dann steht eine Reise nach Cedar Point jetzt zum Opening von Siren's Curse nichts mehr im Weg. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung und ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder hier zu einem neuen Video und am Donnerstag sehen wir uns vielleicht so rund um 17 Uhr rum, starten wir eventuell auf jeden Fall mit einem Livestream wieder hier auf dem Kanal. Würde mich auch freuen, wenn ihr damit am Start seid.